So, da sind wir wieder zurück mit der nächsten Folge Path of Destinies. Ja, beim letzten Mal haben wir den Iblisstein mit dem Skyripper-Kern verheiratet und sind dann noch hübsch zu den Wissenschaftlern und haben uns sagen lassen, dass der Stein überladen werden kann, wenn wir zu viele Tote haben. Ja, wir müssen unseren inneren Frieden finden, haben sie gesagt, aber jetzt haben wir die Wahl. Gehen wir den inneren Frieden finden und riskieren, dass die Rebellion vernichtet wird in der Zeit? Oder gehen wir sofort zur Rebellion und gehen in den Krieg und hoffen, dass der Stein sich erst überlädt, wenn wir quasi fertig sind mit dem Kämpfen und ihn wieder abgelegt haben? Ich bin dafür, dass wir mal kämpfen gehen, weil irgendwie möchte sehen, was passiert, wenn er sich überlädt. Weil ich bin mir ziemlich sicher, auf dieser Storyline wird er sich überladen. Renato couldn't make sense of anything the Toad said, and listening to them argue made him restless. The Iblis Stone had made him a power in his own right. The core had kicked the Iblis Stone out of his head by filling it with more power than it could eat. It was time to meet the leadership of the rebellion. It was time to go to the ruins, where they had hidden their secret base. Ja, aber ich nehme an, dass wir trotzdem wieder ziemlich auf die Fresse kriegen werden. Aber zumindest sind wir dann mit dieser Reihe vom Iblisstein zumindest durch. Ich nehme an, dass das für mich jetzt die letzte bzw. die vorletzte Mission ist. Nochmal zu den Rebellen, dann in die Schlacht. Ja, und dann werden wir sehen, ob wir draufgehen oder die Wahrheit finden. Ich glaube es ja nicht. He was ready for anything the Ravens could throw at him. His sword felt ready too. It seemed to know what he wanted most. Ja, wir wissen, was wir am meisten wollen. Und weil wir das wissen, schlagen wir mir alles kurz und klein. Hui, Schwertenergie, die wir gerade nicht brauchen. Wir gehen mal hier durch die Tür. Tür auf. Ja, wie immer die Türen aufschließt, das ist immer so niedlich. Die arme Tür. Und Kiste. Ja, hier waren wir schon mal. Hier haben wir schon mal gestartet, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich meine, ich vergesse immer mal wieder, wo wir waren und so, weil ich ja auch... Ups. Immer wieder ein bisschen Zeit zwischen den Games habe. Und deswegen halt nicht so ganz, ja... Immer so ein bisschen vergesse, wo wir waren. Und hier ist sicher auch ein Kampf. Oh Gott. Nein! Wo geht denn der noch? Raus da! Missed her. Ah! Not Zenobia. Hypatia, the kid's mother. Renato had never thought he'd date a librarian. He'd always figured himself for the barmaid type. But then, he'd never figured the library of Ubar would have comic books, or that Hypatia would know anything about them. He missed her. Okay, wir vermissen sie, weil sie alles über Comics weiß. Ah ja. Aber klar, also die, von der hier gerade geredet wurde, die Frau, das ist, ja, das war die Mutter von dem kleinen Hasen, den wir in der allerersten Mission quasi gesucht haben. Und versucht haben, ja, das Buch abzunehmen. Komm. Dann nehmen wir ein bisschen Feuer. The Iblis Stone wasn't pestering him anymore. Good. He didn't want to chit-chat, not with anybody. He didn't want to think about Zenobia or Lapino. He just wanted to fight. Ja, wir wollen einfach nur kämpfen. Das ist aber auch nicht so gesund. Also irgendwie so ganz in Ordnung sind wir nicht, weil wir wollen ja kämpfen. Na, nur der Iblisstein nervt nicht mehr rum. He knew the known knowns, and even some of the known unknowns. But he didn't know the unknown unknowns. You dig? Die unbekannten Unbekannten. Ah ja. Okay, das ist dann sowas wie in der Physik, oder? Ich habe eine Gleichung mit 5 Unbekannten und die sind mir alle unbekannt. Nein, der Altar können wir nicht benutzen. Kiste. Erstmal ein bisschen Frostschocken. Ich muss das viel gezielter einsetzen. This was almost fun. Pain of killing another sentient being? What was that Toad talking about anyway?
He felt no pain, only pleasure as each filthy raven fell by his sword and the stone glowed brighter and brighter. And all the while, those voices were cheering him on, like he was in the arena, winning bout after bout. Das klingt irgendwie nicht gesund. Das macht uns Spaß, diese Leute zu töten. Naja. Ah, verdammt. Falsche Richtung geschlagen. The worst thing about ravens was, they never dropped any loot, and no one ever wanted the feathers. Na, also, manchmal ist hier die Lokalisierung ein bisschen blöd. Gelinde gesprochen. Manchmal ist es echt etwas anstrengend. Oh, Schwertenergie, hurra. Werkbank. Eigentlich wollte ich wieder zurück zum Altar, aber ich habe irgendwie den falschen Abgang genommen. Oh ja, Durchsprung ist so gut. Nein, nicht! Oh mein Gott. Nicht grabben den Kerl. Okay, der Haken ist auch nicht so eine gute Idee, dann ziehe ich ihn an mich ran. Das Beste ist, glaube ich, wirklich die Typen einzufrieren. Diese Explosions-Heinis. Und wo laufe ich hier eigentlich lang? Warum bin ich nicht... Irgendwie habe ich das Gefühl, ich nehme den langen Weg. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin wieder an derselben Stelle wieder vor. Wenn ich andersrum gegangen bin. Hey, how do you tell if someone's far away or just really small? Machen wir ein paar Augen kaputt. Hopp. Nicht angreifen. Zack, alles kaputt. So. Jetzt haben wir mal aufgeräumt. Ja, ich glaube, hier hätte ich auch anders hinkommen können. Naja. Haben wir halt den langen Weg genommen, haben wir noch eine Kiste mitgenommen. Und da unten ist auch schon... So he was close to the rebel base. Nothing was on fire. So far, so good. Ja, noch nichts ist brennt, aber... Ja. Komm schon, was soll denn das hier? Schwein. Jetzt hat er mich schon wieder gehauen. Jetzt reicht's aber langsam. Jetzt ist mir aber hier... Das wird hier mal aufgeräumt, ja? Dass die mich so hauen, das kann ja wohl nicht sein. So. Und die Tür geht auf. Mal wieder. Wir haben es bis zur Rebellenbasis geschafft. Hurra, hurra. Ich will aber jetzt hier noch die Kisten holen. Und hepp. Spieße erst auf. Ich mache meine Tür zu Hause auch immer so auf. Ja. Also ich stecke auch immer mein Schwert da einfach rein und dann löst sich die Tür auf. Ist ein bisschen unpraktisch, weil dann zieht es immer so. Oh, schön viel Schwertenergie und Gesundheit. Upsala. Wenigstens kann man hier nicht aus Versehen runterfallen. Aber ich bin so prädestiniert dafür, dass ich immer von Plattformen falle. Und hinunter zu den Raben. Na. He slew and slew across the ruins and into the labyrinth that hid the secret rebel base. He was surprised not to see any defenders or even any of the council toads. When he reached the council chambers, there were still no toads, only filthy ravens. Stop him! He's gone mad! One raven shouted until he had hacked them all down. There was not a single toad anywhere. No doubt they'd all been taken prisoner, so it was up to him to take revenge upon the Imperial fleet. But where had they taken the council? It couldn't be good that the Empire had not only found the secret rebel base, but killed or captured everyone there. No matter. He was on a roll. He headed full speed towards the Imperial fleet. He would be the fox who took down 100 warships. He charged. Ja, da sehen wir es mal wieder. Die Raben waren schneller als wir. Und jetzt müssen wir alleine kämpfen. Ja. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt sind wir wieder am Endkampf.
Nehme ich mal an. Ja, genau, wir sind jetzt wieder bei Flotte. The Imperial fleet was huge and deadly, but he was deadlier. The crowd was cheering him on. He could practically hear it. Renardo, the hero of the rebellion. Ja, jetzt hören wir unsere eigenen Gedanken. Ah, ja, wir... Der Held, bla. Ja. Ich glaube, wir verfallen gerade im Wahnsinn. Jetzt sind wir mal wieder hier bei der Flotte. So wie jedes Mal. Das ist ein bisschen blöd, dass die... Ja, also dadurch, dass man halt... Und das ist ein Altar. Dadurch, dass man halt alles immer wieder spielen muss. Um dann die Endstory zu finden, kommt man natürlich immer wieder in selben Gebieten vorbei. Das ist... Weil die Gebiete sind wundervoll. That was the back door to something. But what? Aber es ist halt doch immer irgendwie so ein bisschen, ja... Es ist halt immer wieder das Gleiche. Das ist ein bisschen schade. So, was können wir denn jetzt skillen? Mehr Leben. Maximale Schwertenergie erhöhen. Durchbohren. Was haben wir hier? Erhöht maximale Ausdauer. Steige deine maximale Ausdauer. Friere für alle außer Renner die Zeit ein, wenn du in letzter Sekunde einen Angriff abwehrst. Verlangsame nach einem erfolgreichen Angriff bis zu deiner nächsten Aktion die Zeit. Ja. Verursacht Schaden. Was haben wir hier? Hoppala. Töte einen Gegner mit einem einzigen Schlag. Wird bei Erreichen einer bestimmten Komboschwelle automatisch aktiviert. Ach, das machen wir doch mal. Hier. Jetzt haben wir diesen Fernangriff. Mal schauen. Bei 30. Wenn ich ein Kombo von 30 habe, kann ich von der Ferne aus angreifen. Aha. Ja, mal schauen, wie sich das so gibt. Das wäre ganz gut gegen diese brennenden Viecher. Jo, Schwertenergie. Und da geht's auch schon wieder los. Angeln wir uns mal wieder ein Schiff. Ich finde es auch schön, dass hier so viele Schiffe... Ich meine, die fahren ja alle so vorbei. Als würden sie gerade darauf warten. Oh, Slow Motion. Dass ich hier vorbeikomme. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Yeah. Slow Motion. Oh Mann, ist auf den Arsch. Lass es vorbei sein. Oh. Das Schiff steckt irgendwie in der Zeitschleife, habe ich das Gefühl. Und weiter geht's. Und sie wollen, dass die Folge länger dauert. As he slew his way across the fleet, Renardo thought he could hear a small voice whispering in his ear. "Look at your gauntlet, you idiot," it said. "Oh, for heaven's sake," he thought. "Can't I be alone in my own head? Look at the stone." "I'm busy," he told the voice. "Talk later." "Then it will be too late," cried the voice. "Don't be so bloody thick. Piss off," he told the voice and kept up his slaying. Ja, also wir haben uns noch eigentlich gar nicht so wirklich durch die Flotte gekämpft. Ich meine, wir haben noch keinen einzigen Kampf gemacht, seit wir hier sind. Aber scheinbar will uns gerade der Stein oder irgendjemand in unserem Kopf davor warnen, dass der Stein in dem Moment explodieren wird. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass gerade die Warnung davor war, dass der Stein jeden Moment overpowert. Immerhin wurden wir ja davor gewarnt, zu viele Leute zu töten mit dem Stein, solange wir nicht unser inneres Gleichgewicht finden. Naja, ich finde es so schön, da fallen sogar die Bretter runter. Das ist echt gut gemacht. Okay, jetzt müssen wir echt mal kämpfen. Bam! Nächster. So. Ist hier irgendwas? Nein, dann gehen wir weiter. Mich interessiert jetzt echt, wie es ausgeht, aber ich denke, nehmen an, wir... This thing really needed a roof. Nehmen an, dass wir den Imperator besiegen und dann, yay, happy in love und dann macht's boom und der Iblis geht in die Luft. Haben wir schon wieder ein paar Bretter fallen lassen.
Ich hoffe, da steht keiner unten drunter. Gegner? Nein. Okay. Ah, letztes Schiff, so wie es aussieht. Warum explodieren da immer diese komischen Dinger? Das macht mir Angst. Ping, ping. Yep. Letztes Schiff. Und schön mit Feuerwerk werden wir willkommen geheißen bei unserer letzten Schlacht. So. Tak, tak. Hahaha. Bisschen Eisstatuen zerkloppen. Und da geht auch schon wieder das schöne Maul. Das ist immer noch geil, das Flaggschiff. Und das ganze Ding ist ein Schiff. Wie riesig ist das? Das ist echt gewaltig, das Schiff. Krass, ey. Schaut euch das mal an. Da unten. 1, 2, 3. Decks nach unten noch. Nach oben sicher auch nochmal irgendwie genauso viele. Das sieht man leider nicht. Das ist echt krass. There was the Emperor. Renato cut down his elite guard. The exalted Toad cowered fearfully. He had sought to evade death and only made death come to him faster. Renato savored the moment. And then, too quick, it was over. He stood over the dead Emperor. "Death to tyranny!" he shouted. "Go, House, go!" Zenobia stepped out of the shadows. "You have to stop," she said. "You've killed everyone. Our ravens, your rebels. You murdered the whole rebel council." "What?" "Oh, the ravens killed the council. You big idiot. They don't even know what the secret base is," shouted Lapino, who was with her for some reason. "Look at the stone," said Zenobia. "It was black as night. Blacker." "But I fed it the core," said Renato. "It was glowing." "Well, who needs the core?" he said, and he attacked. Zenobia conjured her best, and Lapino hopped around like a mad rabbit, but he killed them both easily. "I am unstoppable," he orated at the blood-soaked walls. "I alone shall be emperor." The tiny voice inside him screamed, "That doesn't even sound like you, you big fanny. The stone has stolen your mind." But he ignored it. Who listens to voices in their heads anyway? Madmen, that's who. He should go back to some of the choices he'd faced before. Maybe there were new paths that had opened up. Like those doors he was opening up all over the map that took him to new treasures and around his enemies. And he hadn't learned anything new this time. He'd done the same thing twice, yet expected a different outcome. Naja. Wir haben die Story Nummer 14 abgeschlossen. Ohne Schweiß kein Preis. Der Ibbisstein hat uns am Ende doch verarscht. Beziehungsweise dadurch, dass wir so viele Leute getötet haben, hat er wieder... Ja, ist er noch böser geworden als davor. Und die Stimme, die wir gehört haben, war wahrscheinlich unsere eigene kleine Stimme, die noch existiert hat. Und der Rest war der Ibbisstein. Ich meine, wir haben am Ende Zenobia und unseren Freund, jetzt habe ich den Namen von dem blöden Hasen vergessen, Lapino, genau, Lapino getötet. Ja, das ist schon hart. Also jetzt sind wir quasi Imperator geworden am Ende. Ich meine, wir sind immerhin nicht gestorben oder haben das Universum ausgelöscht. Also von daher, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben immerhin schon mal überlebt, oder? Bisher sind wir jedes Mal gestorben. So, was sind wir denn für ein Held? Ein Held, der seine eigene Sicherheit ignoriert, um frohen Herzens für die Rebellion zu kämpfen. Naja, und wir haben scheinbar selber den Hohen Rat ausgelöscht und es auf die Raben geschoben. Das ist natürlich auch Halluzinationen schlechthin. Wir haben 5 Feueressenzen bekommen. Ja. Damit sind wir hier wieder mal durch. Ich drück mal hier The zurück. book's pages fluttered to the beginning once again. Faster than before, and he fell. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Renato knew that using it could go catastrophically wrong. But he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis stone was hidden there.
It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it. To take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course. Renato had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. But could Renato really leave an old friend to the Ravens? So, ja. Wir sind wieder am Anfang. Wieder mal mit der Wahl, welchen Strang wir als erstes gehen. Ich habe keine Ahnung, was wir als nächstes machen. Ich meine, wir haben jetzt das letzte Mal Lapino gemacht, dann wird Ibbisstein gemacht. Wahrscheinlich machen wir das nächste Mal Sky Ripper. Mal gucken, ich überlege mir noch was. Weil irgendwie, ja, wir sollen ja Ausschau halten nach diesem komischen Symbol. Ich habe es noch nirgends gesehen, also keine Ahnung, wie es noch weitergehen soll. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Vielleicht seid ihr auch der Meinung, es war die richtige Entscheidung, quasi Imperator zu werden und sich vom Übelstein fressen zu lassen. Ich meine, schlimmer als der Imperator können wir auch nicht sein. Ja, okay, wer weiß. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Dann mit einem neuen Anfang und ja, mal wieder einer von den bisherigen Storylines. Und schauen, was wir dann für nette Entscheidungen treffen können, um weiterzukommen und ja, mehr von dem Spiel zu erfahren und rauszukriegen, wie wir vielleicht alles zum Guten wenden können noch. Und damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ja, bis bald. Ciao.